Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute mit der IntelliJ IDE und Testen. Ja, Testen ist was super Angenehmes und das wollen wir heute, also was heißt super angenehm? Es ist super nervig, aber es ist super angenehm mit der Kotlin, mit der IntelliJ IDE meine ich natürlich. So, und deswegen wollen wir heute einfach mal JUnit-Tests für Kotlin schreiben, und zwar für Funktionen und Klassen. Und die sind eigentlich super leicht zu machen. Das heißt, im Normalfall werdet ihr jetzt hier eine Klasse haben, nennen wir sie einfach mal Class, myClass. Übrigens, wenn ich jetzt hier myClass mit einem kleinen m schreibe, dann zeigt mir auch Kotlin direkt, hey du, das ist nicht so cool, weil ist nicht so standardmäßig, das mit dem kleinen Buchstaben vorne zu machen. Während wenn ich das mit dem großen Buchstaben mache, dann verschwindet das Unterkringelte, was natürlich auch für euch ein Hinweis sein kann. So, und ja, jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit, irgendwelche Funktionen zu erstellen. Sagen wir einfach mal fun, my fun, oder nennen wir sie einfach mal foo, ja. Foo und bar, das sind so die Standardfunktionen. Und diese Funktion hier nimmt ein a vom Typ int und gibt uns ein ein int natürlich zurück. Und das wird einfach hier sein a plus 25, a plus 42 natürlich, meine ich. So, und was wir jetzt natürlich machen wollen, ist, wir wollen diese Klasse überprüfen, ob die eigentlich funktioniert. Und das kann nicht oder das muss nicht unbedingt immer sein, aber ihr wollt eigentlich so ziemlich alles überprüfen, was nur irgendwie geht. So, und deswegen werdet ihr jetzt einfach Folgendes machen. Ihr habt diese Funktion, ihr habt diese Klasse, ihr geht einfach hier rein und jetzt hovert ihr über diese myClass drüber, geht auf Okay, vergesst, was ich gesagt habe, mit hovern funktioniert es nicht. Wir drücken Alt-Enter und dann gehen wir auf Create Test. Also mit drüber hovern funktioniert es scheinbar manchmal, aber manchmal bin ich auch einfach zu clumpy dazu. Und ja, deswegen gehen wir hier auf Create Test, okay? Und wenn wir Create Test machen, dann öffnet sich automatisch dieses Fenster, wo wir einen JUnit-Test erstellen können. Wir können mit Groovy JUnit, JUnit 3, 4, Spock oder TestNG arbeiten. Und wir wollen eigentlich mit JUnit 5 arbeiten. Das heißt, wir wollen hier einen myClass-Test haben. Wir haben keine Superclass dazu, können wir theoretisch aber festlegen, wenn wir das wollen. Und wir haben auch noch kein Package angelegt. Aber wir wollen selbstverständlich diesen Member hier, also quasi diese Funktion oder Methode, foo, die wollen wir natürlich testen. So, und ja, jetzt gebe ich hier einfach mal auf OK drauf. Und schon haben wir automatisch alles importiert, was wir brauchen. Jetzt müssen wir hier nur noch überprüfen, was wir eigentlich genau testen wollen. So, und hier drin wollen wir natürlich erstmal ein Objekt von dem Typ der Klasse haben. Das heißt, wir wollen hier sozusagen dieses Klassenobjekt durchtesten, okay? Das heißt, wir sagen hier, mein Objekt, obj, ist gleich, es ist natürlich eine Variable, ist gleich ein myClass-Objekt. So. Und dieses myClass-Objekt braucht irgendwie keine Parameter, weil wir haben keine Parameter drin. Und jetzt wollen wir natürlich unser Ergebnis überprüfen. Das heißt, mein Result ist gleich obj, also mein Objekt, Punkt, foo, und zwar, naja, was wollen wir reingeben? Sagen wir einfach mal 1, okay? So, und dann zeigt mir hier Kotlin sogar direkt, ey, dein a ist 1. Also der Parameter a wird auf 1 gesetzt, ohne dass ich das a jemals eingegeben habe. Und wir wollen jetzt natürlich überprüfen, ist das so korrekt. Das heißt, assert equals. Ja? Wir nehmen an, dass das gleich ist. Und zwar sagen wir hier, wir nehmen an, Achtung, weg mit dir. Wir nehmen an, dass unser Result gleich 43 ist. Da wird mir auch direkt angezeigt, dass das Ergebnis 43 sein soll. So, und wenn wir das jetzt hier versuchen irgendwie laufen zu lassen, dann werden wir schnell was merken, nämlich, okay, schnell, was heißt schnell? Das wird erstmal gebildet, das dauert ein bisschen. So, das liegt natürlich daran, dass ich JUnit überhaupt nicht verwenden kann aktuell, denn es ist noch nicht dabei, okay? Und das hier hat es mir aus Versehen importiert, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich hier mit JUnit arbeiten. So, und dazu gehe ich jetzt folgendermaßen her. Ich gehe hier auf File, Project Structure. Und hier kann ich jetzt unter Project bzw. Modules sogar, kann ich mir hier aussuchen, was ich eigentlich haben möchte, okay? Vorher möchte ich noch eine Kleinigkeit hier machen. Ich möchte das hier noch erweitern und zwar um ein, upsala, das wollte ich nicht, um einen neuen Ordner, also New Folder, und den nenne ich jetzt erstmal Tests, ja, oder einfach nur Test.
beziehungsweise nee, wir nennen ihn Test. So, und den können wir als Testordner markieren, okay? Das heißt, wir haben hier auch noch zweitens gleich einen Testordner drin. Das heißt, ihr seht, Test ist wirklich sehr, sehr wichtig eigentlich dafür. Man kann hier natürlich sogar Testressourcen, ja, markieren. Das heißt, die sind dann quasi Bilder oder solche Dinge, die man einfach für die Tests dann auch braucht. Und ja, da seht ihr, Tests können wirklich riesig werden, okay? Bei Path müsst ihr eigentlich nichts ändern, aber bei Dependencies, also bei den Abhängigkeiten, da haben wir dann schon ein bisschen mehr zu tun. Und zwar brauchen wir hier nämlich die Abhängigkeit von JUnit und die finden wir unter Jars or Directories bzw. Libraries. Geht teilweise, aber ja, in dem Fall wollen wir einfach nur ein Jar oder Directory haben. So, und die sind je nach System an anderen Ordnern. Das ist ein bisschen schwierig. Allerdings unter Linux liegen sie in User, Share, lib, slash, nicht lib, idea, also das steht quasi für IntelliJ, slash, lib, okay? Und hier sind die Dinger dann drin. Das ist quasi der Installationspfad von IntelliJ. Der ist unter Windows im Normalfall C-Programme oder C-Programme x86, je nachdem, wie ihr das installiert habt. Und hier finden wir dann, Sekunde, wir finden hier einen ganzen Haufen. Ihr seht, alles ist so eine Jar, ja. Da sogar Assembler oder sowas gibt es als Jar, aber das wollen wir natürlich jetzt hier nicht benutzen. Wir wollen erstmal Hemcrest benutzen. Und wir wollen eine weitere Jar, oh komm schon, User Share Idea lib. So, und dann wollen wir hier unter J uns JUnit schnappen. Beziehungsweise eigentlich sogar JUnit 4.12, weil das die Variante ist, die wir hier verwenden wollen. So, sehr gut. Und ja, dann können wir das hier applyen. Und dann sind die auf einmal drin und auf einmal kriegen wir hier kein Problem mehr damit, sondern haben nur noch ein paar andere Probleme, dass hier nämlich Jupyter nicht gefunden wird. So, das ist aber auch nicht das, was wir hier importieren wollten. Wir wollten ja JUnit haben, nicht Jupyter JUnit oder sowas. Das heißt, was wir haben wollen, ist erstmal assert, also alles, was man asserten kann. Ja, das ist jetzt quasi nur das Einrichten. Was genau dieses assert bedeutet, erkläre ich euch natürlich noch in den kommenden Videos. Und wir wollen hier unten automatisch dann assert equals haben, was genau so funktioniert. Das wäre dann auch das gewesen, was ich gerne importiert hätte. Und wir wollen hier nicht jupyter.api-Test haben, sondern einfach einen JUnit-Test. So einen ganz normalen, langweiligen JUnit-Test. Okay? Und jetzt klicken wir hier einmal ganz kurz auf Run drauf, beziehungsweise wir klicken hier auf das, das ist das normale Laufen lassen. Während, wenn wir hier auf die Tests gehen, auf jeden einzelnen Test, dann sehen wir hier, ey, ich kann diesen Test hier einfach mit einem Run-Test laufen lassen, okay? Das heißt, ich kann diesen Test einfach laufen lassen und wir sehen hier, bam, wir haben einen Test erfolgreich bestanden und das ist der Foo-Test hier, der nämlich MyClassTest und zwar die Foo-Methode hiervon testet. So, und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt nur noch eine Sache fürs Layout. Diese Tests sollten nicht im selben Ordner wie im SRC-Ordner liegen. Die sollten selbstverständlich in dem Testordner liegen. Ja? Das heißt, wir moven das Ding jetzt darüber und haben plötzlich hier auch nicht mehr das Problem, dass wir jetzt, keine Ahnung, plötzlich Tests und Source-Dateien wirklich im selben Verzeichnis drin haben. Wir können ihn nochmal laufen lassen und wir sehen, bam, es funktioniert immer noch wunderbarstens mit 1 Millisekunde Testlaufzeit. Was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können diesen Test mit Coverage laufen lassen. So, das schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht. Und dann sehen wir hier nämlich einige Statistiken, ja. Und die möchte ich euch dann beim nächsten Mal zeigen. Und ja, das war es eigentlich für heute auch schon wieder. Ich glaube, es reicht auch für diesen Input. Heute war es mal ordentlich viel zum Einrichten auch. Ich hoffe, ihr konntet es nachvollziehen. Wenn es zu schnell war, bitte einfach nochmal gucken. Das kann natürlich sein, wenn man das erste Mal macht, dass das ein bisschen dauert. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.